Burg Spangenberg liegt hoch über dem Elmsteiner Tal, unweit der Siedlung Erfenstein. Der Sage nach existierte einst eine Verbindungsbrücke aus Leder zwischen Spangenberg und der Burg Erfenstein auf der gegenüberliegenden Talseite. Diese soll von zwei guten Freunden erbaut worden sein, welche die Herren der beiden Burgen waren. Sie besuchten sich regelmäßig, aßen und tranken oft zusammen. Doch eines Tages gerieten sie in Streit. Als der Erfensteiner wutentbrannt über die Brücke eilte, um sein Schwert zu holen, durchschnitt der Spangenberger die Lederbrücke und der Erfensteiner stürzte in die Tiefe. Wie viel Wahrheit steckt hinter der Legende? Dazu später mehr. Wann und von wem die Burg Spangenberg erbaut wurde, lässt sich nicht genau sagen. Doch vermutlich entstand die Anlage im Laufe des 11. Jahrhunderts. Im Jahr 1100 gelangte die Burg in den Besitz des Hochstifts Speyer. Angeblich war es eine Schenkung des Speyerer Bischofs Johannes I. Um 1317 bekam Ritter Dieter Zoller die Burg samt den umliegenden Gütern als Lehen. Darüber hinaus erhielt er 300 Pfund Heller für bauliche Maßnahmen an der damals wohl noch sehr kleinen Burganlage. Dies war zu jener Zeit sehr viel Geld. Es ist anzunehmen, dass die Burg in der Folge stark erweitert wurde. Es war der Beginn ihrer Blütezeit. 1385 wurde der jüdische Bürger Kaufmann aus Speyer für 6 Jahre mit der Burg belehnt. Vermutlich hatte der Bischof des Hochstifts Schulden bei diesen. Weitere Burgherren waren in den folgenden Jahrzehnten unter anderem Gerhard von Dalheim, Eberhard von Sickingen und Heinrich von Remchingen. Kommen wir zurück zur Sage um die Lederne Brücke. Diese entstand vermutlich aufgrund der folgenden Ereignisse. Im Jahr 1470 wurde die benachbarte Burg Erfenstein im Zuge der Weißenburger Fehde zwischen Kurfürst Friedrich I. und dem Zweibrücker Herzog Ludwig dem Schwarzen zerstört. Deren Besitzer, die Grafen von Leiningen, griffen daraufhin die Burg Spangenberg an und hinterließen ein Bild der Zerstörung. Doch was ist mit der Brücke? Diese hat wohl nie existiert und symbolisiert wohl die bis dahin freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Herrschaften Spangenberg und Erfenstein. Aus technischer Sicht wäre eine Brücke aus einem weichen, durchhängenden Material wie Leder nicht möglich gewesen. Die Burgen liegen 65 bis 70 Meter über dem Tal, was bei einer Entfernung von 300 Metern zu gering ist. 10 Jahre später wurde die nun zur Ruine gewordene Burg an Ritter Engelhard von Nipperg verliehen. Dieser verpflichtete sich, die Anlage wieder aufzubauen. Mit ihm ging die Lehenstradition zu Ende. Um 1505 ließ Bischof Philipp bei der Burg einen Stuthof anlegen. Fortan diente Spangenberg als Residenz des Stutmeisters. (1618) brach der Dreißigjährige Krieg aus. Dieser läutete den Untergang der Burg Spangenberg ein. 1621 wurde sie bei Gefechten schwer beschädigt und von Soldaten geplündert.
Der Krieg, welcher noch bis 1648 andauerte, forderte viele Opfer und brachte die Bevölkerung der Region in große Not. Im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges wurde die Anlage um 1688 endgültig zerstört. In den 1920er und 70er Jahren sanierte man die Burg umfassend und restaurierte sie teilweise. Heute ist sie ein beliebtes Wander- und Ausflugsziel. In der Anlage befindet sich übrigens auch eine Schenke, welche durch den örtlichen Burgenverein betrieben wird.